Egal, ob du als böser oder griesgrämiger Clown oder als gruseliges Monster zu Halloween gehst. Ich habe die perfekte Halloween-Deko für dich, die besser ist als jeder 0815-Kürbis. Es geht los mit der ersten Cane, dem Grabstein. Dafür brauchst du 3 Fimo-Farben. Ich verwende Silber, Schwarz, Weiß. Der Grabstein wird Teil des Motivs. Ich rolle alle 3 Farben bei Stufe 9 der dünnsten Stufe aus. Ich schneide nun gleichmäßige Streifen aus den 3 Fimo-Farben. Als Hilfe nehme ich meine beiden Messer, damit alle Streifen gleich dick werden. Am Ende brauchst du diese 3 Streifen. Als erstes kommen die Buchstaben. Ich nehme vom Grau ein kleines Stück und schneide es ab. Anschließend lege ich es auf das Schwarz und packe es ein. Das ist nun der Kreis für meinen Buchstaben R. Das gleiche brauchst du jetzt für P. Du hast jetzt die Löcher von R und P. Als nächstes schneide ich die Linien. Ich habe den Buchstaben R mit Silber eingepackt. Jetzt lege ich das I auf das Silber. Ich nehme nun Silber, lege es auf das I und packe das I ein. Als nächstes kommt der Buchstabe P. Auch diesen packe ich mit Silber ein. So sollte deine Inschrift des Grabsteins aussehen. Um die Inschrift lege ich jetzt eine Runde Grau und eine Runde schwarzes Fimo. Nachdem die Mitte fertig ist, füllst du den Grabstein mit Silber auf. Nachdem der Grabstein sein Grundgerüst hat, packe ich den Stein mit Schwarz ein. Mit Weiß setze ich jetzt oben am Eck ein Highlight. Als nächstes kommt die kleine Eule, dafür brauchst du die Fimo-Farben Weiß, Silber, Schwarz und Blau und hier eine Mischung aus Schwarz und Silber. Die Eule ist wieder Teil des Motivs. Ich nehme alle Farben und rolle sie bei Stufe 9 auf der Pastamaschine aus. Aus den verschiedenen Farben schneidest du dir wieder Streifen. Als Hilfe dient mir wieder das Messer. Nach dem Ausschneiden musst du diese Streifen haben. Zuerst schneide ich die Augen. Ich nehme ein kleines Stück Weiß, lege es auf das Schwarz und rolle es ein. An die 2 Augen klebe ich jetzt den Schnabel, danach packe ich alles mit Schwarz ein. Mit Silber setze ich der Eule Ohren, mit Schwarz fülle ich dann den Körper auf. Mit Silber setze ich der Eule jetzt rechts und links Flügel. Als nächstes nimmst du Weiß. Mit Weiß setzt du die Highlights am Flügel am Kopf und unter der Eule. Als nächstes brauchst du den Untergrund hier, den Ast, damit sich das Motiv später einfügt, und dann füllst du die Eule rundherum mit Blau auf, damit sie rund ist und du die Cane reduzieren kannst. Zuerst das untere Stück für den Ast. Hier lege ich Zickzack. Dann nehme ich das blaue Fimo und lege es um die Eule. Die zweite Cane mit der Eule sollte so ungefähr aussehen. Für die letzte Cane, die Fledermaus, verwende ich die Farben Weiß, Nachtleucht und Schwarz. Die Fledermaus kommt in den Mond. Für die Cane rolle ich alle Farben auf Stufe 9 aus.
Mit Hilfe der 2 Messer schneide ich aus den 3 Farben wieder meine Streifen. Zuerst machst du die Augen der Fledermaus. Dafür verwende ich Weiß und Schwarz. Weiß wird dünn geschnitten und dann mit Schwarz eingepackt. 2 Augen packe ich mit Fimo Schwarz ein. Danach lege ich den Körper. Nachdem ich die Flügel der Fledermaus gelegt habe, setze ich mit Fimo Schwarz unten die spitzen Enden. Die fertige Fledermaus fülle ich jetzt mit der Nachtleuchtfarbe zu einem Rechteck auf. So in etwa sollte deine Fledermaus zum Schluss aussehen. Als nächstes geht es weiter mit der großen Cane. Zuerst kommt der Untergrund und der Baum. Dafür brauchst du Silber, Weiß, Schwarz. Außerdem eine Mischung aus Rot-Weiß und eine Mischung aus Schwarz und Silber. Ich nehme die Farben Silber, Rosa und Weiß, stelle die Pastamaschine auf 9 ein und kurble. Aus den 5 verschiedenen Farben schneide ich wieder meine Streifen. Dafür verwende ich die Messer. Diese Streifen solltest du nach dem Ausschneiden haben. Du beginnst mit dem Boden. Die unterste Schicht ist schwarz. Dann folgen verschiedene Farbschichten, auch Steine bis zum Baum. Nach dem Boden kommt der Baum, die hintere Seite ist schwarz, die vordere Seite ist im dunklen Grau. Nachdem der Baum fertig ist, setze ich weiße Highlights nur auf der Seite, die vom Mond angescheint wird. Als nächstes nimmst du dir deine erste Cane, den Grabstein. Dieser wird reduziert, bis er ins Bild passt. Die beiden Grabsteine habe ich eingesetzt, größer und etwas kleiner. Wichtig beim Einsetzen, die Schrift muss beides Mal in die gleiche Richtung zeigen. Die kleine Eule setze ich auf den untersten Ast. Dazu nehme ich diesen noch einmal heraus. Ich schneide jetzt in die Oberfläche des Astes ein kleines Loch. Dort hinein setze ich die Eule. Dann füge ich den Ast wieder in die Cane ein. Die Fledermäuse habe ich in 3 verschiedenen Größen reduziert. Zusammengeklebt, sie kommen in den Mond. Für den Mond zum Auffüllen nehme ich die Fimo-Farbe Nachtleuchten und rolle sie bei Stufe 1 aus. Ich fülle nun zuerst die Lücken zwischen den Fledermäusen mit meinem Nachtleucht. Anschließend forme ich das Ganze rund zu einem Mond. Als nächstes kommt der Übergang zwischen Mond und Himmel. Dafür verwende ich die Farben Nachtleucht und Rot. Zwischen beiden Farben stelle ich einen Farbverlauf her. Zuerst rolle ich beide Farben auf Stufe 1 aus. Anschließend lege ich die beiden Farben übereinander und stelle jetzt den Farbverlauf her. Dazu musst du mindestens 20 Mal kurbeln. Den fertigen Farbverlauf lege ich nun im Zickzack zusammen. Das zusammengelegte Stück wird jetzt gestreckt. Meinen Farbverlauf, die reduzierte Cane, schneide ich jetzt genauso hoch wie mein Mond ist. Die einzelnen Stücke klebe ich um den Mond.
Als nächstes kommt ein Übergang von Rot zu Blau. Dazu brauchst du wieder Rot und die Fimo-Farbe Blau. Mit beiden Farben stellst du erneut einen Farbverlauf her. Dieser Farbverlauf wird nun ebenfalls im Zickzack zusammengelegt. Der zusammengelegte Farbverlauf wird nun ebenfalls reduziert. Als nächstes schneidest du die Cane und legst die Stücke wieder um deinen Mond. Rot an Rot, das Blau zeigt nach außen. Ist dein Mond fertig, dann geht's ans Einsetzen. Zuerst schaust du, wie groß ist dein Mond, die Cane, geworden. Als nächstes entferne ich die inneren Äste. Nun lege ich den Mond in die Cane und dann schneide ich die Cane ein, so dass ich meine Äste einfügen kann. Nachdem ich die Äste in die Cane eingearbeitet habe, fülle ich die Lücken. Dafür verwende ich das Blau, das ich auch in der Cane verwendet habe. Ich fülle das Ganze so auf, dass es später ein Quadrat ist und ich es reduzieren kann. Die Cane ist jetzt fertig aufgefüllt. Danach kann sie reduziert werden und dann sollte sie aussehen wie diese hier. Du hast mein Video bis zum Schluss angeschaut. Modellieren mit Fimo ist genauso entspannend wie ein Ausflug im Frühling. Möchtest du gerne mehr zum Thema wissen? Dann schau dich um im Kanal oder lass mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!